Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Eigentlich hatte ich geplant, heute den dritten Teil von meinem Bobber-Umbau-Projekt online zu stellen, aber leider wurden die Teile nicht rechtzeitig geliefert und deswegen komme ich da nicht weiter. Deswegen zeige ich euch einfach mal ein anderes Moped von mir. Das ist meine 98er VT 600 Shadow. Das Motorrad habe ich Anfang des Jahres original gekauft und wo ich mit dem Motorrad ankam, meinten die Kumpels von mir nur: Was hast du denn da für ein Opa-Moped gekauft? Das ist doch nicht dein Ernst. Weil normalerweise fahre ich Sportler oder Supersportler. Und ja, ich hatte fest eingeplant, das Motorrad die Saison über mehr oder weniger original zu fahren und den Umbau im Winter durchzuführen. Aber nach 3 Tagen habe ich dann schon den 960er Feeling Dragbar montiert mit Kellermann Lenkerendenblinkern. Und ja, eine Woche später dann den Original-Kennzeichenhalter mit den riesen Blinkern abmontiert und einen seitlichen Kennzeichenhalter montiert. So habe ich dann eine Ausfahrt gemacht und ja, dann habe ich schon angefangen, das Heck zu zerlegen. Dann habe ich den Rahmen abgesägt, gekürzt und eine Querstrebe eingeschweißt. Das könnt ihr in meinem anderen Video genau sehen, wie ich das gemacht habe oder wie ich das bei dem aktuellen Umbauprojekt mache. Ja, dann habe ich den Rahmen gekürzt, lackiert. Dann habe ich eine Abdeckplatte gebaut, um die Elektrik zu verstecken und VLX-Seitenverkleidung montiert, damit das mit den Originalverkleidungen überhaupt nicht gefallen hat, auch wenn die gekürzt sind. Ja, dann kam ein 180 mm Fender hinten drauf mit 3 in 1 Kellermann Atto Mini Blinkern. Die sind direkt auf den Fenderecken montiert. Die Kabel laufen innen durch. Den Fender habe ich doppelt verschweißt. Das heißt, das Stück, was ich vom Fender unten abgesägt habe, ist innen nochmal reingeschweißt mit einem Abstand von 1 bis 1,5 mm für die Kabeldurchführung. Der Fender ist an der Schwinge verschraubt, an der Federbeinaufnahmeschraube mit einem Halter und dann mit 4 Schrauben an dem Halter befestigt. Der ist so stabil, da vibriert und wackelt nichts mehr und man kann es sogar draufsetzen. Dann berührt der Fender noch nicht mal den Reifen. Ja, dann kam der Schwingsattel mit den Federn drauf. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, weil das habe ich eben mal schnell zusammengebastelt. Schnell einen Halter gebaut, mit der Sprühdose lackiert und draufgeschraubt, weil wo die Teile vom Lackierer wieder kamen, wollte ich das Motorrad so schnell wie es geht zusammenbauen und einfach mal eine Runde fahren. Und seitdem ist der Halter so wie er ist. Die Federn sind mit Absicht so montiert, weil ich so wenig Federung wie möglich über den Schwingsattel haben wollte. Ich wollte, dass die Dämpfung über den Originalstoßdämpfer erfolgt. Das wird auf jeden Fall noch geändert. Jetzt im Winter, da kommt ein anderer Halter drauf mit anderen Federn. Dann wurden noch Weißwandreifen montiert und ich habe den vorderen Fender gekürzt. Das ist der Original Fender, der wurde nur vorne und hinten abgesägt und abgerundet. Die ganzen Teile wurden dann in RAL 9005 tiefschwarz lackiert. Und danach kam dann ein ULM-Federbein rein. Das Motorrad kam ungefähr oder ist ungefähr 10 cm tiefer gekommen, Pi mal Daumen. Deswegen sieht man jetzt von hinten den Reflektor, der unter dem Sitz montiert ist, auch nicht mehr. Der kommt da ab und wird woanders montiert. Danach kam die Ausfallanlage drauf. Wo die Ausfallanlage ankam oder wo ich die bekommen habe, fand ich die eigentlich potthässlich und dachte, nee, die baust du niemals drauf. Dann habe ich mich doch dazu durchgerungen, sie einfach mal probeweise drauf zu montieren. Und die gefällt mir eigentlich ganz gut. Am Original-Moped hat sie mir gar nicht gefallen. Aber hier auf dem Umbau, da kommt die eigentlich ganz geil. Und der Sound ist richtig gut. Ja, zusätzlich hat sie noch eine E-Nummer, das heißt, ich muss sie noch nicht mal eintragen. Und ja, da wird jetzt noch Hitzeschutzband umgewickelt und dann lasse ich die, denke ich mal so. Danach kam noch eine vorverlegte Fußrastenanlage drauf. Jetzt gefällt mir auch die Sitzposition. Mit der Original Fußrastenanlage hat mir das nicht so gut gefallen. Jetzt finde ich das eigentlich richtig geil. Ja, das ist soweit alles, was ich umgebaut habe bis jetzt. Was mir gar nicht gefällt an dem Motorrad, ja, zum einen die Sitzaufnahme und die Federn, zum anderen die Spiegel. Aber ich habe noch keine Spiegel gefunden, die mir zusagen und eine Zulassung haben. Aber ja, das war es eigentlich soweit zu dem Umbau.
Ich finde das Moped eigentlich so, wie es ist, ziemlich cool. Ein paar Sachen will ich noch ändern, aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das nächste Video wird auf jeden Fall der dritte Teil meines Bobber Umbauprojekts. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.